Hallihallo, mein Name ist Ruti. In der letzten Folge war ich am schönen Titicacasee unterwegs und habe ein paar Inseln besucht auf der bolivianischen Seite und bin dann durch die Blockaden nach Puno in Peru eingereist. Ein neues Land, alles ist neu für mich und genau da schließe ich heute an. Und in dieser Folge geht es ins Reich der Inka. Einen schönen guten Morgen aus Puno. Das hier ist mein Hotel. Olimpo, super nett. Das einzige Problem ist, dass es super schmal ist. Schmaler als der Lenker, wie schon oft. Und es ist halt diese Stufe, da drin noch 2 Stufen. Und da drin die nächste Tür ist auch super schmal. Rein war eine absolute Katastrophe, da hat noch ein Dritter geholfen. 3 Männer, war hardcore. Ja, und dann habe ich jetzt 3 Tage nicht rausbewegt, weil es, ja, drum. Jetzt haben wir es hier rausgewuchtet. Raus ist immer einfacher, bergab. Ja, man muss halt gucken, dass man sich den Auspuff und so nicht kaputt macht. Oder auch hier, ich glaube, hier ist nicht so schlimm, man schraubt halt ein bisschen die Wand an und so. Aber es ist jetzt nicht wie in Bolivien, wo es so eine Glastür war. Jetzt schauen wir als erstes mal, wie die Kiste anspringt. Wie gesagt, ich habe schon oft gesagt, 6 Monate schlechtes Benzin in Bolivien. Und im Flachland ging es dann irgendwie. Aber auf der Höhe, da hat sie dann keinen Bock gehabt. Jetzt muss ich gucken, ob ich sie ankriege. So. Ist klar, wenn ich die Kamera anhabe, springt sie direkt an. Es war so, dass ich sie manchmal am Hafen, zum Beispiel bei der Immigration, habe ich sie gar nicht, also da hat es 5 Minuten, haben die Leute schon geguckt. So, erst haben die Leute da so am Markt, oh, geiles Motorrad, boah, super. Und dann kriege ich das Ding nicht an und so, doch nicht so geil. Jetzt springt sie natürlich auf Anhieb an. Naja, soll mir recht sein, es ist irgendwie nicht so richtig ersichtlich, warum. Ich muss hier drehen. Ich dachte, das wäre auf jeden Fall runter. Es wäre dann auch so, was bin ich denn jetzt gefahren? 140 Kilometer mit dem Tank. Das heißt, ich könnte jetzt nochmal, da habe ich jetzt 90 Oktan reingeballert. Und es gibt aber hier besseres Benzin. Ich glaube, hier muss ich lang. Muss hier gucken. Hier fahren die noch schlimmer, glaube ich, als in Bolivien. Es gibt irgendwie 97er Oktan, das hätte ich gerne. Dann kann ich das ein bisschen reinfüllen, dann kann ich mal schauen, ob es dann besser wird. Weil das Ziel heute, es nieselt mir ins Gesicht. Das Ziel heute ist Cusco. Wem das nichts sagt, Machu Picchu wird euch vielleicht was sagen. Die Pyramiden Südamerikas, sage ich immer. Also das berühmteste Gebäude Südamerikas. Hier hört man auch, dass die Kupplung rutscht, wenn die Maschine kalt ist. Cusco ist die Stadt bei Machu Picchu. Und das war jetzt auch während der Proteste, war es geschlossen und so weiter. Ist jetzt aber alles wieder offen. Es gibt wohl es gibt auch so einen Zug hoch und so, das ist halt mega touristisch. Also könnt ihr euch vorstellen, ne? Pyramiden oder Angkor Wat oder so stelle ich mir es vor. Pyramiden war ich noch nie, aber Angkor Wat, da ist halt auch Halligalli. Der Zug, hat mir jetzt Thomas von Exploring Bike erzählt, wegen diesen starken Regenfällen ist irgendwie ausgesetzt und so. Man muss dann mal schauen, wie es da ist. Das haben hier auch Leute erzählt. Ja, es gibt kein Durchkommen am Titicacasee bei der Grenze. Naja, ich bin hier. Man muss halt immer vor Ort fahren. Man kann sich nicht auf irgendwelche Nachrichten oder so verlassen. Klar kann man schon. Aber wenn man dann vor Ort ist, ist es Südamerika. Es gibt immer einen Weg. Ist nicht wie bei uns so, nee, geht nicht, gibt's nicht. Ja, auch wenn die sagen, geht nicht, 10 Minuten später geht's dann doch irgendwie. 7 Stunden sind es bis Cusco, Fahrzeit. Und ich habe das jetzt an der Wand im Hostel, hier im Hotel. Da hing so ein Plakat mit dem Weg nach Cusco. Und da sind eben so verschiedene Städte zwischendrin, wo man sich auch irgendwie Kleinigkeiten anschauen kann. Und meine erste Etappe ist jetzt Juliaca. Das ist eine große Stadt, da gibt es aber nichts zu sehen. Das ist 1 Stunde. Und dann biege ich quasi vom Titicacasee ab. Es fühlt sich nicht so kalt an.
Ich habe jetzt meinen Kaschmir-Pulli, den ich von der Sarah bekommen hatte, wieder rausgekramt. Der ist ganz, ganz dünn, also der trägt überhaupt nicht auf, also im Gepäck und so. Aber der ist super warm, seitdem ist mir nicht mehr kalt. Vorher habe ich gefroren wie Sau. Ich habe mir irgendwie einen Bips geholt. Mein Verdacht ist auf der Isla del Sol. Da war ja dieser Touristenführer und dann gibt es da diesen Platz, wo der erste Inka vom Himmel erschienen ist und so. Und da gibt es dann so eine heilige Quelle. Und die haben da 2 Plastikbecher, wo wahrscheinlich am Tag 600 Leute draus trinken. Und ich weiß nicht, was ihnen nicht gefahren ist, dass ich auch daraus getrunken habe. Die geben die dann so rum und erwarten von dir, dass du daraus trinkst. Und ich habe daraus dann halt getrunken. Und jetzt habe ich eine Erkältung. Haha, Überraschung. Bom dia. Gasol Plus es el mejor? Sí, por favor. Lleno. Sí, okay. Muchas gracias. Also 97 Oktan. Da springt die Lucy im Dreieck, nachdem ich jetzt 6 Monate 85 getankt habe. Super geil. Ach, übrigens hier, Werner Stommel, nochmal vielen, vielen Dank. Dieses Ding ist halt der Hammer. Ich bin das super geil. Auch noch ein super Tipp, hatte ich auch noch von jemandem bekommen, dass man muss nicht hier drücken, man kann einfach hier länger den Select-Knopf drücken, dann geht es auf 0 zurück. Heute ist tatsächlich die erste richtige Etappe in Peru. Das letzte war ja eine Grenzetappe. Bin ich gespannt. Es sind jetzt nur noch 11 Grad, glaube ich. Es ist kalt, visiert zu. Und ab geht die Luzi. ...4.470 Meter. Ich glaube, das ist hier eher. Und hier ist jetzt auch Region Puno zu Ende. Und da ist dann Region Cusco. Nächster Ort, und zwar keine echten Tiere, aber ein Meerschweinchen. Denn, manche wissen es vielleicht, Peru ist das Land, wo sie Meerschweinchen essen. Gab es gestern auch schon auf der Speisekarte, aber gestern habe ich mich für Alpaka entschieden. Ja, aber das wird natürlich ein Muss sein. Und ich wollte auch noch mal zeigen, hier wird gearbeitet. Ich wollte noch mal zeigen, ich habe gesagt, hier gibt es jetzt echte Lamas. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob es echte Lamas sind, auf jeden Fall wieder eine andere Art. Ich habe jetzt gesehen, das hier sind Alpakas, die sehen immer so witzig aus, als wenn sie freundlich lachen, mit dieser lustigen Frisur. Und hier gibt es jetzt solche. Ja. Zeige ich gleich nochmal, halte ich nochmal an, mache mal ein Foto. Und hier ist es ein bisschen wie in Österreich. Also es ist ganz anders, wieder ganz grün, Kühe überall, so Baumstämme liegen rum.
man merkt schon, dass man jetzt langsam ins Herz der Inka fährt. Ins Herz des Inka-Reiches. Weil das sieht jetzt alles schon so ein bisschen aus wie auf diesen Postkarten oder den Bildern, die man kennt. Checa, Cupe, Puente. So, das hier ist der Plaza. Okay. Die da vielleicht. So, da ist so eine Bastbrücke, da ist eine Steinbrücke und da ist eine Autobrücke, wo man auch nicht drüber fahren darf. Da oben ist noch so ein Kondor und hier ist so ein Indianerhäuptling, Indio-Häuptling und dahinter steht die Lucy. In Cusco gibt es natürlich tausende von Hotels und Airbnbs und so. Und ich habe schon Stunden dabei zugebracht, um mir die Sachen anzugucken, was es gibt. Das Ding ist, ich weiß nicht, die Stadt muss halt so irgendwie krass am Berg liegen, dass die meisten Sachen keinen Parkplatz haben. Es gibt super geile Angebote, aber dann steht da so, ja, da muss man 100 Stufen erklingen vom Taxi aus. Und so. Und ich will also, mit Parkplatz wäre halt schon gut, ne, wegen Motorrad. Ich habe mir da ein Hostel rausgesucht. Das ist, hat einen Parkplatz, hat eigenes Zimmer. Und ich habe mir jetzt den Preis, es gibt auch bei Booking noch Zimmer, habe mir den Preis angeguckt. Jetzt gehe ich da hin und frage, weil im letzten Hostel war es ja auch günstiger. Also oft ist es ja vielleicht, es kommt immer ein bisschen auf das Land an. Manchmal machen sie das nicht günstiger als Booking, manchmal schon. Das weiß ich. Deswegen, da fahre ich jetzt mal hin. Und ich hatte jetzt auch Lust auf diesen Hostel-Vibe, ein bisschen mein eigenes Zimmer, aber dann kann ich da kochen und mich mit Leuten auch schon ein bisschen unterhalten und so. Ich bin jetzt noch neu in Peru, kann es nicht schaden, auch mal ein bisschen Kontakte zu knüpfen. Und wenn ich dann keine Lust mehr habe, kann ich immer noch in ein Airbnb umziehen. Kann ich mir das auch mal anschauen, wie das alles ist mit diesen ganzen Treppen und Häusereingängen, ob mir Cusco überhaupt gefällt, um länger zu bleiben. Weil bisher ausnahmslos alle Leute sagen, Cusco ist der Wahnsinn. Cusco ist eine einzigartige Stadt, weil sie die Hauptstadt des Inka-Reiches war. Bis heute sieht man überall in der Stadt Zeugen dieser Zeit. Es gibt eine Gasse mit einer Mauer mit so riesigen Steinen, weil die Inkas für ihre Architektur, ihre Baukunst berühmt waren, dass sie eben ohne Mörtel fugenlos bauen konnten. Inka-Steine, die ohne Mörtel aufeinander sitzen. 500 Jahre oder so. Gestern noch gehört, dass die so viele Ecken und Kanten haben und die sind konisch so ein bisschen gebaut, die Steine. Wenn man die rausnehmen würde, um die Erdbeben sicher zu machen, die Gebäude. Das war wohl das Ziel. Und das ist der große Stein dort, der 12-winklige Stein. Es regnet mittlerweile ziemlich doll, aber ich gehe einmal ran. Das ist der Stein. Ja, genau. 12
perfekte Winkel. Außerdem haben sie in die Steine auch irgendwelche Muster, Schlangen und so eingebaut. Im 16. Jahrhundert kamen die Spanier und haben die Stadt eingenommen und geplündert. Hier ist das Stichwort Inka-Gold, denn die Inkas hatten unermesslich viel Gold, auf das die Spanier natürlich besonders scharf waren. Und bis heute wird ja auch noch der sagenumwobene Inka-Schatz gesucht. In den Kämpfen um die Stadt ist Cusco großteils zerstört worden und eben viele der Inka-Bauten auch. Und die Spanier haben dann aber Teile der Inka-Gebäude genutzt und darauf ihre Kolonialstadt gebaut. Deswegen ist es heute eine Mischung aus Kolonialstadt und Inka-Stadt. Cusco war dann gar nicht mehr von so großer Bedeutung, weil eben Lima gegründet wurde. Erst als Machu Picchu wiederentdeckt wurde, das nur ungefähr 100 Kilometer entfernt liegt, ist Cusco wieder wichtig geworden. Und heute ist es die am meisten touristische Stadt Perus und die Inka-Kultur wird gepflegt. Das sieht man überall in der Stadt. Zum Beispiel auf dem Hauptplatz in der Mitte steht ein goldener Inka-Häuptling. Ich finde, die Stadt muss man auch absolut sehen. Sie liegt halt so im Kessel. Die Berge draußen rumherum sind super geil. Man hat halt von ganz vielen Bars und so weiter in diesen Bergen einen super Blick auf die Stadt. Und man fühlt gleichzeitig den Inka-Flair. Und dann habe ich schon gesagt, Meerschweinchen essen ist in der Gegend um Cusco herum das Ding. Und man kann auf den großen Hauptmarkt gehen, da sieht man dann ganz viele ältere Frauen, die in so Plastikkisten die Meerschweinchen haben. Aber man kann auch in schicke Restaurants gehen und dort Meerschweinchen essen. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Ich muss sagen, es hat gut geschmeckt. Es ist ein bisschen, wie immer halt bei solchen exotischen Sachen wie Hähnchen, ein bisschen deftiger. Aber was mich ein bisschen genervt hat, ist, weil es so viele kleine Knochen hat, ist es ein bisschen stressig zu essen. Also man muss schon Zeit mitnehmen, um so ein Meerschweinchen zu verspeisen. Insgesamt hat mir Cusco sehr, sehr gut gefallen, weil halt zwischen Cusco und Machu Picchu ist dann auch das Heilige Tal. Ich habe es schon mal gezeigt im Machu Picchu Video. Da gibt es halt dann ganz viele so kleine Orte. Ist alles so ein bisschen hippie-mäßig, alternativ und viele Leute, die irgendwie Ayahuasca, das ist so eine bewusstseinserweiternde Droge, psychedelische Droge nehmen und irgendwelche Trips machen. Es ist halt alles so ein bisschen alternativ, hippie-mäßig, viel Geschichte und was ganz Besonderes eben. Was mir nicht so gefallen hat, ist, dass es tagsüber schon okay ist, aber es liegt eben auf 3400 Meter, Cusco. Das Heilige Tal ist dann ein bisschen tiefer, was ein bisschen angenehmer ist, aber es ist halt abends schon kalt und es gibt einfach keine Heizung dort. Ja, da musst du schon in einem sehr schicken Hotel sein, um Heizung zu haben. Deswegen wollte ich es auch nicht beim Machu Picchu Video belassen, sondern wollte Cusco nochmal eine eigene Folge widmen, weil es echt eine coole Stadt ist und man es auf einer Südamerika-Reise nicht verpassen sollte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und war interessant. Ich bedanke mich noch bei Gerhard Tobias, den ich in Slowenien kennengelernt habe. Schöne Grüße. Oliver, Frederik und Michael. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr Spenden macht auf PayPal, da könnt ihr immer einen Kommentar dazu schreiben. Ich lese das immer alles, aber ich kann da nicht drauf antworten. Deswegen wundert euch nicht, dass ihr da nie eine Antwort bekommt. Ich lese das immer schon, deswegen weiß ich dann auch manchmal, wenn ihr dann schreibt, was weiß ich komme daher oder es ist für eine Portion Ceviche. Übrigens Ceviche auch typisch peruanisches Essen. Und außerdem hat es diesmal kein Kalendervideo Juli gegeben, wie vielleicht der ein oder andere bemerkt hat, denn handelt dann auch von Peru und es wäre jetzt zu viel Hin- und Hergespringe, dann kommt ihr gar nicht mehr mit der Zeit, wann was wie passiert ist. Deswegen, das werde ich dann noch erzählen. Da geht es dann um die Gegend in Huaraz, was ein bisschen weiter nördlicher in Peru ist. Genau. Wenn ihr Fragen habt, gerne fragen. Und auch immer, wenn ihr Tipps für Videos habt oder so, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar und den einen oder anderen Tipp nehme ich ja immer auf. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Ruti.